Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Wie ihr wisst, bin ich mit einem deutschen Mann verheiratet. Heute möchte ich euch also erzählen, wie ich uns kennengelernt haben, obwohl mein Mann in Deutschland und ich in Japan gelebt haben. Dann, los geht's! Nochmal hallo, ich bin Mizuki und komme aus Osaka, Japan. Ich wohne mittlerweile in Deutschland und bin mit einem Deutschen verheiratet. Wir sind also ein internationales Ehepaar zwischen einem Deutschen und einer Japanerin. Mein Mann und ich haben 2019 geheiratet, aber wir kannten uns schon sehr lange, bevor wir geheiratet haben. Mein Mann und ich haben uns im Jahr 2013 kennengelernt. Es ist also bald schon 10 Jahre her, die Zeit vergeht wirklich schnell. Ich war damals 2013 noch in Japan und mein Mann war in Deutschland. Aber wie haben wir uns kennengelernt? Ja, wir haben uns im Internet kennengelernt und zwar über eine Webseite, über die man Tandempartner finden kann, wenn man eine andere Sprache lernen will. Die Seite heißt Interpals und sie existiert immer noch als eine Community-Plattform für internationale Menschen. Man kann dort verschiedene Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen. Dort kann man nicht nur Language Exchange Partner, also Tandempartner bzw. Tandempartnerinnen suchen, sondern auch Brieffreunde, Liebesbeziehungen und so weiter. Ich habe damals einen Tandempartner oder eine Tandempartnerin als Deutsch-Muttersprachler gesucht. Ich wollte Deutsch lernen, deswegen war die Seite eine gute Plattform für mich, um einen deutschen Tandempartner zu finden. Denn mit einem Tandempartner kann man die eigenen Sprachfähigkeiten verbessern, indem man zusammen in einer anderen Sprache spricht. Für mich war es damals egal, ob mein Tandempartner ein Mann oder eine Frau ist. Wichtig ist, dass mein Tandempartner Deutsch sprechen kann. Ich habe deswegen mit verschiedenen Deutschen geschrieben, aber der Kontakt hat leider mit fast allen nicht lange gehalten. Manche Leute haben nur Ja oder Nein geantwortet oder ich habe gemerkt, dass man nicht richtig Japanisch lernen möchte oder man eigentlich kein Interesse an Japan hat oder so. Aber nur mit einer einzigen Person konnte ich sehr lange im Kontakt bleiben. Das war ja mein heutiger Ehemann. Mein Mann wollte damals Japanisch lernen und ich wollte Deutsch lernen. Wir haben deshalb bei Interpals zusammen über die deutsche und japanische Sprache geschrieben. Dann haben wir irgendwann unsere Nummern getauscht und über Line geschrieben, weil dies leichter war als über eine Webseite. Line ist eine Messenger-App wie WhatsApp, die in Japan meistens benutzt wird. WhatsApp wird also in Japan fast gar nicht benutzt. Bis wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen haben, haben wir jeden Tag für 2 Jahre geschrieben. Zum ersten Mal persönlich haben wir uns dann 2015 am Flughafen in Frankfurt am Main getroffen, als ich zum Working Holiday nach Deutschland gekommen bin. So habe ich also meinen Ehemann kennengelernt, als Tandempartner zum Deutschlernen. Wir haben damals auch meistens eher als Freunde geschrieben und uns nicht nur über die deutsche und die japanische Sprache unterhalten. Meistens haben wir auch in Englisch geschrieben, weil ich nur wenig Deutsch und er nur wenig Japanisch konnte. Ich habe in Japan selbst Deutsch gelernt, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, aber ich habe damals in Japan in Vollzeit gearbeitet, deswegen hatte ich keine Zeit, Deutsch intensiv zu lernen. Ich habe ihn manchmal gefragt, wie man ein Wort auf Deutsch aussprechen kann. Er hat mir dann ein Voice Message geschickt und ich habe damit Aussprache gelernt und so weiter. Ansonsten haben wir viel über Japan, Deutschland und unser Alltagsleben geredet. Mir hat es aber sehr Spaß gemacht, dass wir immer die Kenntnisse über unsere Länder auseinander ausgetauscht haben. Und er hat mich sehr viel über Japan gefragt und über Deutschland beigebracht. Tandempartner ist nicht nur für Sprachaustausch, sondern auch Kulturaustausch. Webseiten wie Interpals sind sehr praktisch, wenn man mit Menschen aus anderen Ländern sprechen möchte,
Man kann dadurch ganz neue Welten kennenlernen. Was ich damals meinen Ehemann gut fand, war, dass er immer nur freundschaftlich geschrieben hat und er nie versucht hat, eine Liebesbeziehung aufzubauen. Wir wollten nur unsere Sprachkenntnisse austauschen und freundschaftlich über unsere Länder sprechen. Denn wenn ein Tandempartner nur über Sprache und Kultur sprechen möchte, der andere aber versucht, eine Liebesbeziehung aufzubauen, ist das oft schlecht und anstrengend für die andere Person. Ich denke, viele Frauen freuen sich vielleicht, wenn man ihnen Komplimente wie Kawaii oder Kirei oder so macht. Kawaii heißt auf Deutsch süß und Kirei heißt hübsch. Wie eine Frau das aber sehr oft hören muss, obwohl sie nur über Sprache und Kultur sprechen möchte, ist das eher nervig und eklig. Für mich jedenfalls. Ich bin ein bisschen ein konservativer Mensch, aber ich denke, viele Japanerinnen möchten auch erstmal die Person gut kennenlernen wie ich, bevor sie etwa einen Schritt vorwärts machen. Du schreibst so süß. Schick mal deine Fotos. Oh, kawaii. Oh, ist sie hinter oder was? Wenn mein Mann mir damals oft kawaii gesagt hätte, hätte ich mit ihm also auch vielleicht nicht mehr geschrieben, weil wir uns damals aber als Tandempartner kennengelernt, war unser Zweck Sprach- und Kulturaustausch. Wir konnten deshalb sehr interessant miteinander sprechen, ohne dass man bedrängt wurde. Bei Interpass kann man auch im Profil einstellen, welchen Zweck man hat. Man kann dort angeben, ob man Language Exchange, Friendship und so weiter sucht. Das war meine Geschichte, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Wir haben uns also als Tandempartner kennengelernt und dann erst persönlich in Deutschland getroffen. Wie ich mit ihm ein Ehepaar geworden bin, ist auch eine lange Geschichte. Darüber erzähle ich euch in einem anderen Video. Viele Deutsche haben auch heutzutage ein großes Interesse an Japan, japanischer Kultur, japanisches Essen, Anime und so weiter. Viele Deutsche möchten deshalb auch mit Japanern Kontakt haben, mit Japanern befreundet sein oder einen japanischen Partner haben. Ich möchte euch deshalb kurz erzählen, wie man als Deutscher am besten Japaner kennenlernen kann, aber das ist ja aus meiner Sicht und es gibt bestimmt viele verschiedene andere Wege, um Japaner kennenzulernen. Wenn man Japanisch lernen und einen japanischen Tandempartner finden möchte, ist das Internet sehr praktisch. Ich hatte bisher 3 Tandempartner und ich habe sie immer im Internet kennengelernt. Meine beste deutsche Freundin war auch meine Tandempartnerin in Osaka. Wir üben jetzt zwar nicht mehr gemeinsam Deutsch und Japanisch, aber wir sind immer noch sehr stark miteinander befreundet und besuchen uns, wenn wir es schaffen, obwohl wir in verschiedenen Städten wohnen. Es gibt mehrere Webseiten und Apps, um Japaner kennenzulernen, zum Beispiel Tandempartners, Facebook, Interpass, HelloTalk, Pairs und so weiter. Es ist auch gut, dass man an einem japanischen und deutschen Stammtisch oder einem Sprachtreffen der Japanisch-Deutsch Gesellschaft teilnimmt. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt möglicherweise auch ein schwarzes Brett zum Tandempartner suchen an einer Uni in Deutschland, wo es Japanologie gibt. Man kann auf verschiedenen Wegen Tandempartner finden. Am einfachsten ist es natürlich auch in großen Städten wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. In Düsseldorf gibt es eine sehr große japanische Community. Es gibt dort viele japanische Unternehmen und japanische Experts. Wer sich für Japan interessiert und noch studieren möchte, sollte vielleicht in Düsseldorf studieren. Ich kenne auch eine Japanerin, die mit ihrem Tandempartner geheiratet hat. Tandem ist also ein guter Weg, um Japaner kennenzulernen. Aber vor allem sollten Frauen aufpassen, welchen Tandempartner man hat. Es könnte möglicherweise mehr Probleme führen, wenn man ein anderes Geschlecht hat und man nur einen Sprachaustausch möchte, die andere aber eine Liebesbeziehung.
Deshalb sollte man immer aufpassen, mit wem man schreibt. In Japan gibt es überall Japaner, deswegen kann man ja relativ einfach Japaner kennenlernen im Vergleich zu Deutschland. Aber man kann trotzdem auch in Japan nicht so einfach neue Leute kennenlernen. Wenn man von seinem Freund jemandem vorgestellt wird, ist es vielleicht einfacher, ansonsten muss man selber aktiv suchen. In Japan zum Beispiel gibt es eine Party, wo Japaner Ausländer kennenlernen können. In der Kansai-Region, zum Beispiel in Osaka, Kyoto und Kobe, gibt es eine internationale Party, die Why Not Kokusai Koryu Party, also Why Not Internationale Austauschparty heißt. Ich war einmal dort und ein paar Ausländer waren auch dort. Es gab mehr Japaner, aber man kann dort vielleicht Japaner kennenlernen, die etwas internationaler sind. Es könnte aber für introvertierte Leute schwierig sein, auf eine Party zu gehen und dort jemanden kennenzulernen. Einfacher und effizienter Weg ist vielleicht mit Apps oder auf einer Webseite kennenzulernen. Für Tandempartner, Hello Talk, Interpass, Facebook, Tandempartners, Stammtisch und so weiter. Für Liebesbeziehung, Tinder, Pairs, Interpass und so weiter. Ansonsten nimmt auch aktiv an einem Stammtisch, Sprachtreffen oder sowas teil. Ihr könnt auch versuchen, einen Austausch, eine Working Holiday in Japan zu machen oder nach Japan zu reisen. Ich habe sogar in einem deutschen Restaurant in Osaka 2 Deutsche kennengelernt und einen Tag habe ich ihnen Osaka gezeigt. Was ich schließlich sagen kann, ist, dass man aktiv Japaner suchen soll, wenn man Japaner wirklich kennenlernen möchte. Mit Warten kann man nichts anfangen. Und wenn man Japaner kennenlernen möchte, sollte man meiner Meinung nach auch über Japan lernen. Wenn ich irgendwo sowas sehe oder höre, zum Beispiel, ich möchte Japaner kennenlernen oder ich möchte mit Japaner oder Japanerin heiraten, denke ich dann manchmal, wieso? Weil man in Japan wohnen möchte oder weil man über Japan Gutes gehört hat. Jeder hat verschiedene Gründe, deswegen ist es ganz okay, egal welche Gründe man hat. Aber Japaner sind auch normale Menschen. Ich wäre froh, wenn man an Japan oder Japaner Interesse hat und deswegen möchte man Japaner kennenlernen möchte. Wenn man gegenseitig Interesse an den Ländern, der Sprache und Kultur hat, ist es einfacher zu kommunizieren. Vor allem, wenn man mit Japanern heiraten will, sollte man auch daran denken, dass es nicht leicht ist, ein internationales Paar zu sein. Internationale Paare haben sehr viele Vorteile, beispielsweise, dass man nicht nur eine Kultur zu Hause erleben, sondern auch mehrere Kulturen zu Hause erleben kann. Das Leben ist dann viel interessanter. Internationale Paare haben aber auch manche Schwierigkeiten, die es bei Paaren mit gleicher Nationalität nicht gibt. Es kann sehr interessant sein, 2 Kulturen und 2 Sprachen zu erleben. Damit können aber auch Schwierigkeiten einhergehen, zum Beispiel Kulturunterschiede, Sprachbarrieren und so weiter. Ich werde in einem anderen Video ausführlich auf die Vor- und Nachteile von internationalen Paaren, insbesondere zwischen Deutschen und Japanern, eingehen. Liebesgeschichte auf Japanisch, Koibana, macht immer Spaß, oder? Man hört gerne sowas oder denke nur ich das? Das war's erstmal für die heute. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß haben konntet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte und ihr Japaner kennenlernen könntet. Aber natürlich nur, wenn man es will. Wenn man an Japan oder japanische Küche Interesse hat, abonniert gerne meinen Kanal und bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr schon mal einen japanischen Tandempartner oder japanische Freunde habt oder wenn ihr Japaner kennenlernen wollt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mit Japaner Kontakt haben wollt. Das könnte möglicherweise für andere auch hilfreich sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!